Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute zeige ich euch mal wieder was Einfaches zu Ostern. Das sind kleine Osterkränze, ganz ohne Hefe. Sie sind sehr weich und lecker und auch schnell gemacht, ganz ohne Wartezeit. Und wir starten wie immer mit der Zutatenliste. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Nachbacken. Los geht's! Ich vermische 400 Gramm Mehl und 16 Gramm Backpulver, also genau ein Päckchen, und siebe diese Mischung dann in die Schüssel. Dadurch wird mein Teig locker und die Osterkränze dann später auch weicher und fluffiger. Jetzt füge ich noch 100 Gramm Zucker, 8 Gramm Vanillezucker, 200 Gramm Quark, 9 Esslöffel Sonnenblumenöl und 9 Esslöffel Milch hinzu. Und dann verknete ich alles zu einem Teig, erst mit den Knethaken eines Handmixers und später dann mit der Hand. Mein Quark hat 20% Fett und die Milch 3,5. Man kann aber auch Magerquark und die fettarme Milch verwenden. Dieser Teig ist etwas kompakter und ich gebe ihn jetzt auf die Arbeitsfläche und knete ihn nochmal durch und teile ihn dann in 3 gleich große Teile. Diese Teigstücke dann nochmal in 3 gleich große Teile schneiden. Jedes Teigstück erst zu einem Strang ausrollen und die Stränge dann zu einem Zopf flechten. Ich beginne immer in der Mitte zu flechten, so werden die Zöpfe gleichmäßiger und ich mache das auch ganz locker, nicht zu fest. Der Teig geht im Ofen nochmal auf und wenn die zu fest geflochten sind, dann reißen die einzelnen Stränge und das möchte man ja vermeiden. Das sieht ja überhaupt nicht schön aus. Den Zopf dann einfach zu einem Ring oder zu einem Kranz formen und die beiden Enden gut zusammendrücken. Und am Ende hat man dann insgesamt 3 kleine Osterkränze, wobei so klein sind sie auch wieder nicht. Meine Osterkränze lege ich erst auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech, vermische dann ein Eigelb und einen halben Esslöffel Milch, bestreiche damit die Osterkränze und bestreue sie dann nochmal mit Mandelblättchen. Man könnte auch Hagelzucker nehmen, aber ich finde, mit den Mandelblättchen kann man sehr gut die Verbindungsstellen kaschieren. Die Osterkränze werden dann im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze oder bei 160 Grad Umluft 20 bis 25 Minuten gebacken. Meine habe ich genau 20 Minuten mit Umluft gebacken. Und so schön sind sie dann geworden. Ich finde, die haben eine schöne Farbe und einen schönen Glanz. Wenn ihr wollt, dass die etwas heller sind, nehmt einfach mehr Milch, also einen ganzen Esslöffel statt einen halben, und dadurch werden die halt etwas heller. Also meiner Meinung nach ist dieses Rezept auf jeden Fall nachbackenswert. Es ist so einfach und geht so schnell und die Osterkränze sind super weich und fluffig, obwohl es kein Hefeteig ist. Also ich kann die wirklich nur empfehlen. Ich werde euch gleich auch nochmal zeigen, wie weich die sind und sage auch schon mal Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und möchte mich bei euch nochmal ganz herzlich fürs Zuschauen, für die ganzen Likes und für die ganzen Kommentare bedanken. Vielen lieben Dank.